USB-Sticks sind super praktisch, zum Beispiel für ein Backup der wichtigsten Daten, das ich immer mit mir rumtragen kann. Und USB-Sticks liegen ja bei den meisten Leuten jede Menge rum. Allerdings sind sie oft klein und gehen leicht verloren. Wenn ein Stick verschlüsselt ist, verliert man dann im schlimmsten Fall nur den Stick und gibt nicht auch noch gleich alle Daten, die drauf waren, preis. Um einen Stick unter Linux zu verschlüsseln, gibt es mehrere Wege. Ich beschreibe hier den einfachsten. Und natürlich funktioniert das auch mit einer externen Festplatte oder SSD. Ohne hier weiter in die Details gehen zu wollen, so viel in aller Kürze vorweg. Unter Linux kann ich mit dmcrypt direkt ein Kryptographie-Modul des Kernels zur Verschlüsselung nutzen. Linux hat also bereits alles mit an Bord, das ich zum Verschlüsseln brauche. Der verschlüsselte Container wird mit LUKS um einen Header erweitert, der einen oder mehrere Keys und Infos über die Verschlüsselung enthält. Das macht es besonders einfach, einen so verschlüsselten Stick auf einem anderen Linux zu verwenden, weil er alle nötigen Infos schon mitbringt. Stick einfach anstecken, Passphrase eintippen und schon kann ich auf die Daten zugreifen. Windows-Systeme sind bei so einem Stick übrigens außen vor. Die Verschlüsselung lässt sich nur unter Linux öffnen. Bevor ich den Stick abziehe, schließe ich den Container wieder, einfach mit einem Klick auf Auswerfen oder mit diesem Pfeil im Dateimanager. Auf so einem Stick speichere ich meine wichtigsten persönlichen Dokumente, Fotos, das aktuelle Projekt oder anderes und trage ihn bequem am Schlüsselbund mit mir rum. Wichtig, beim Verschlüsseln des Sticks gehen alle darauf gespeicherten Daten verloren. Der Stick muss erst verschlüsselt werden, bevor ich darauf Dateien speichern kann. Wenn noch was drauf ist, muss ich davon erst ein Backup machen. dmcrypt und LUKS kann ich natürlich auch auf der Kommandozeile nutzen, dazu dient das Konsolentool Crypt Setup. Das lohnt sich vor allem, wenn ich einzelne Parameter der Verschlüsselung anpassen oder weitere Schlüssel hinzufügen will. Für den Normalfall geht es aber auch einfacher. Ich zeige hier einen schnellen Weg auf der grafischen Oberfläche, für den ich mir keine Befehle merken muss. Und zwar verwende ich das Tool Laufwerke. Der generische Name ist übrigens typisch für GNOME-Tools, eigentlich heißt das nämlich GNOME Disk Utility. Und falls es im Linux-System noch fehlt, muss ich es unter genau diesem Namen aus den Paketquellen nachinstallieren. Alle großen Linux-Distributionen halten das Tool zur Installation bereit, auf dem GNOME-Desktop ist es meist schon vorinstalliert. Im Zweifel suche ich in der Softwareverwaltung einfach nach GNOME Disk Utility und installiere es nach. Im Menü gibt es jetzt den Eintrag Laufwerke, über den ich das GNOME Disk Utility starten kann. Das zeigt mir jetzt alle Datenträger und ihre Partitionen im System an. Hier muss man wirklich vorsichtig sein, um nicht versehentlich die Festplatten zu bearbeiten und dann irgendwelche Partitionen zu löschen. Das kann man gar nicht oft genug sagen, weil dann droht kompletter Datenverlust, dann ist im Zweifel auch das Linux-System weg. Wenn ich jetzt den USB-Stick anstecke, dann taucht er ganz unten in der Liste der Datenträger auf. Wenn ich ihn da anklicke, dann sehe ich rechts die Partitionen, die auf dem Datenträger drauf sind. Bei einem neuen Stick ist das meist nur eine, aber nochmal ganz deutlich, alle Partitionen oder Daten, die jetzt womöglich noch drauf sind, sind nach dem Verschlüsseln weg. Also sichern oder verschieben. Jetzt gibt es zwei Szenarien. Entweder ist der Stick neu und es ist nur eine Partition drauf, oder es sind mehrere drauf, die ich erst löschen muss. Ich fange mal mit dem komplizierteren Fall an. Also Szenario 1, es sind mehrere Partitionen auf dem Stick, ich will aber den gesamten Stick verschlüsseln, damit ich Platz für alle Daten habe. Also muss ich diese Partitionen hier jetzt einzeln markieren und mit Klick auf das rote Minuszeichen entfernen. Sobald da nur noch freier Platz steht, lege ich über das Pluszeichen eine einzige große Partition auf dem Stick an, ziehe die Größe mit dem Schieberegler ganz nach rechts und bestätige mit weiter. Dann geht es direkt mit dem Formatieren und Verschlüsseln weiter. Aber erst noch zu dem anderen Szenario. Szenario 2. Ich habe nur eine Partition auf dem Stick und will die verschlüsseln. Dann markiere ich die hier und klicke auf die kleinen Zahnradsymbole. Im Menü wähle ich dann Partition formatieren und bin an derselben Stelle wie nach dem Neuanlegen einer Partition. In beiden Szenarien geht es dann weiter mit dem Verschlüsseln. Zunächst trage ich einen Namen für den Stick ein. Dann nehme ich hier zum Beispiel Datensafe. Dann wähle ich interne Disk für die ausschließliche Nutzung mit Linux-System ext4 und setze ein Häkchen bei passwortgeschützter Datenträger LUKS. Dann starte ich mit dem Klick auf Weiter. Jetzt muss ich die Passphrase eintragen und gleich nochmal, um sie zu bestätigen. Da wähle ich besser nicht nur ein einfaches Passwort, sondern eine längere Passphrase, die idealerweise Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen enthält. Es sollte aber auch was sein, was ich mir gut merken kann. Vielleicht ein Satzanfang aus meinem Lieblingsbuch kombiniert mit der Seitenzahl, auf der er steht, und den Initialen der Autorin.
Ist das Passwort oder die Passphrase korrekt ein zweites Mal eingetippt, geht es mit weiter zum nächsten Schritt. Und jetzt nochmal die allerletzte Warnung: mit Formatieren bzw. Erstellen macht das Tool den Stick endgültig platt. Dann muss ich einen Moment warten, während GNOME Disk Utility das Dateisystem erstellt und den verschlüsselten Container anlegt. Das wäre geschafft. Um Dateien im Container, also auf dem Stick, zu speichern, muss ich ihn erst aufschließen und ins System einhängen. Dazu klicke ich beispielsweise im GNOME Disk Utility auf den Container. Hier heißt er zum Beispiel Datensave und klicke dann auf den Play-Button. Hier neben Inhalt sehe ich dann, wo im Dateisystem Linux den Stick eingebunden hat. Bei mir ist das gerade beispielsweise Run Media LMD Datensave. Den Ordner kann ich jetzt im Dateimanager öffnen, Backups, Fotos und anderes drin speichern und den Container dann mit einem Klick auf den Auswurfpfeil wieder schließen. Und danach kann ich den Stick dann auch sicher abziehen. Verschlüsselt ihr eure Sticks oder externen Festplatten und wenn ja, womit? Schreibt's mir gern in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.